geht uns erstmal grundsätzlich darum, dass wir die Energiewende nicht als ein rein technisches Problem auffassen, sondern primär auch als gestalterische Herausforderung begreifen. Wir wollen mit unseren Solarfassaden die Photovoltaik in die dichten, urbanen Räume bringen. Beton ist ein sehr dauerhafter Baustoff. Also Fassaden sind langlebig, 80, 100 Jahre, wenn sie richtig konstruiert sind. Betonfassaden brauchen wenig Unterhalt, also ich muss nicht alle paar Jahre dort ein Gerüst aufstellen und irgendwelche Anstriche aufbringen. Das ist in Hinsicht ökologisches Bauen ein großer Vorteil. Darauf wollten wir setzen und das hat uns bewegt, über Betonfassaden näher nachzudenken. Dieser klassische Portland-Zement-Klinker ist nun eben aufgrund der Energieaufwendung beim Brennen bei 1500 Grad und der CO2-Emissionen, die eben entstehen während der Entsäuerung des Kalksteins, nun so ein bisschen im Verruf, aber eigentlich wirklich ein toller Baustoff. Ne? Und alle gucken nun nervös und hektisch, wie man ihn zumindest teilweise ersetzen kann mit gleichen Funktionen. Und was man bisher immer versucht, ist, dass man nun einen Teil von diesem bösen Zement sozusagen ersetzt durch irgendwelche anderen Stoffe. Da haben wir zum Beispiel in diesem Fall Recyclingbeton, also Recyclingzuschlag verwendet, 30%, um den ökologischen Fußabdruck etwas runterzubekommen. Da gäbe es Möglichkeiten, noch weiter zu machen durch andere Rezepturen. Sind wir auch gerade in einem anderen Forschungsprojekt entwickeln, einen CO2-reduzierten Beton, aber das ist noch nicht abgeschlossen, also das konnten wir hier jetzt noch nicht einsetzen. Wir sind ein sehr materialwissenschaftlich getriebenes Institut, wo wir Forschungsbegleitung mitmachen. Und was ich mitnehme, ist nach wie vor die Kontakte mit insbesondere der Baubranche zu verstetigen. Einfach dort auch die Bedürfnisse und Anforderungen noch mehr mitzuerfahren und auch diese Entwicklung mit der Baubranche viel mehr zu führen. Was Schwerpunkt in diesem Projekt für uns war ein homogenes Modul zu entwickeln. Sprich diese klassische Optik von einem Solarmodul, wo man eben diese Linien von der Metallisierung und diese viereckigen Zellen sieht, die sollte kaschiert werden. Und das ist einerseits die Voraussetzung für eine farbliche Gestaltung der Module, wie wir sie ja auch hier im Projekt haben, aber auch einfach grundsätzlich für ein homogenes Erscheinungsbild. Und das haben wir im Solarcon-Projekt eben untersucht, da viele Varianten verglichen, bewertet und uns am Ende auch für eine entschieden. Beton hat eben 80, vielleicht 100 Jahre Einsatzzeit. Wenn ich das jetzt aber kombiniere mit einem Photovoltaikmodul, das ist ein elektrisches Produkt mit einer entsprechend geringeren Lebensdauer, da reden wir von 20 bis 30 Jahren. Diese Zyklen des Austauschs müssen mitgedacht werden, müssen mit vorbereitet werden in der Konstruktion der Fassade. Und deswegen haben wir dazu auch spezielle Vorrichtungen, also so kleine Clips entwickelt, mit denen ich das Photovoltaikmodul einklipsen kann in das Betonfassadenelement. Und im Falle, dass es defekt ist oder dass es nach 20 bis 30 Jahren ausgetauscht werden muss, kann ich mit ein paar geschickten Handgriffen das Modul herausnehmen und durch ein neues ersetzen. Ich sehe Potenzial in beiden Varianten. Die Hexagon-Variante eher für hochwertige Verwaltungsgebäude oder öffentliche Gebäude, Museen zum Beispiel. Aber die Linearvariante, die besteht aus leichten, dünnen Betonplatten. Das sind textilbewehrte Betonplatten. Diese komplette Fassade wiegt weniger als 100 Kilogramm pro Quadratmeter. Und die kann ich im Prinzip an jedes bestehende Gebäude anhängen, auch an Mauerwerksbauten. Optisch ist es eine ganz tolle Gestaltung, eine sehr schöne Fassade. Jetzt ist ja auch gerade die Sonne, super Ertrag. Die komplexe Geometrie war schon eine große Herausforderung für uns, aber jetzt, wenn man auf die fertige Fassade schaut, denkt man schon, also das Design passt einfach. Wir haben das, was wir gestalterisch vorhatten, hier umsetzen können in 2 Varianten, sodass wir uns in diesem Kontext, wo wirklich mineralische Baustoffe, massive Baustoffe im städtischen Raum eingesetzt sind, wir auch uns integrieren können. Und das war ein
ausschlaggebender Punkt, wirklich den Kontext zu erweitern, in dem wir unsere Photovoltaikfassaden einsetzen können.